Ein feuchter Blick, meine Augen glasig. Kopf hoch, Kopf oder Kopf wieder hoch. Spüre, wie mein Puls anfängt zu rasen. Innehalten. Halle deswegen, uns war schon recht schnell klar, dass es nicht drauf ankommt, ob man in einem pompösen Studio aufnimmt, die oder jene Gitarre hat, das oder jenes Mikro. Viel wichtiger ist der Mann, oder in dem Fall sind es hier zwei Männer, die quasi an den Knöpfen sitzen oder am PC und den Sound kreieren. Augen auf, kein falscher Tritt im Minenfeld, hab mich verirrt. Und dann geht alles schnell, in meinem Kopf herrscht Anarchie. Kopf herrscht im Duell, vis-à-vis, wir sind die Größten. Hier waren Christoph und Peter und wir hatten sofort ein Gottvertrauen in diese zwei Menschen und haben sofort gemerkt, die checken, wohin wir wollen mit unserer Musik. Die können uns auf ein nächstes Level bringen. Die haben das technische Know-how, aber die haben auch das Fingerspitzengefühl, um uns wirklich anzuspornen, um zu Höchstleistungen zu bringen. Es hat uns hier nach Halle verschlagen, in ein wunderschönes, nagelneues Studio. Wir sind die erste Band, die hier aufnimmt. Hier Christoph, unser Produzent, hat sich ein Studio gegönnt. Und hier ist noch ein bisschen Baustelle, aber das macht eigentlich nichts, weil die Aufnahmeräume sind fertig. Und wir finden es eigentlich ganz cool, dass wir die Ehre haben, hier die erste Band zu sein, die diese heiligen Hallen einweihen darf. Hast du mich vermisst? Wir sind die größten Diebe. Nur für heute. Komm, wir stehen uns Liebe. Heute Nacht wird sie nicht bedacht. Du gehörst zu mir, spürst du mich? Wir gehören zusammen, du beflügelst mich. Augen auf, kein falscher Tritt. Wenn du heute gehst, dann nimm mich mit. Ich hab Angst, dass das irgendwann aufhört. Wir sind emotional verhaltensverstört. Ich hab Angst, dass uns das irgendwann auffrisst. Ruhig Blut, ich mag es, wenn du laut bist. Wir sind die größten Diebe. Komm, wir stehen uns Liebe. Heute Nacht wird sie nicht bedacht. Du gehörst zu mir, spürst du mich? Wir gehören zusammen, du beflügelst mich. Augen auf, kein falscher Tritt. Wenn du heute gehst, dann nimm mich mit. Du gehörst zu mir, spürst du mich? Wir gehören zusammen, du beflügelst mich. Augen auf, kein falscher Tritt. Wenn du heute gehst, dann nimm mich mit. Sawdust Recordings heißt das Studio und befindet sich hier in einem Industriegebiet in Halle. Christoph war auch maßgeblich daran beteiligt, als die Songs entstanden sind, schon Anfang des Jahres. Er hat die ersten Demos produziert auch und wir wussten eigentlich schon sofort, wir brauchen keinen anderen Produzenten, der das nochmal nachproduziert. Der Sound ist schon so gewaltig und gut und wir können uns gar nichts Besseres vorstellen, dass klar war, wir produzieren mit ihm und das wäre auch egal gewesen wo. Also wir hätten da auch uns irgendwo einen Raum anmieten können mit einem Mikrofon und ein paar Gitarren und hätten den Sound kreiert. Letztendlich ist natürlich für ihn gut, in der gewohnten Umgebung zu arbeiten. Er hat hier sein Studio in Halle und wir haben dann gesagt, wir nehmen uns 3 Wochen Zeit, fahren hier nach Halle. Ja, ich fand die halt immer cool, als ich mit der gespielt habe, aber vielleicht ist es doch die Tele. Von Welt gibt es seit 2015 offiziell. Davor waren wir 2 Jahre im Studio in Hamburg und im Proberaum bei uns zu Hause und haben die Songs geschrieben und uns ein Konzept für die Band überlegt. Dabei ist auch das Konzept der stillen Konzerte entstanden. Wir haben im Herbst 2015 das erste Mal live gespielt unter dem Namen von Welt. Haben seitdem so zwischen 150 und 200 Konzerte gespielt. Ich glaube, es sind mittlerweile auch um die 10 oder über 10 Länder, auch nicht nur auf dem europäischen Festland, sondern auch in Asien. Wir hatten damals ein paar Demos,
Davon 4 Lieder, die uns sehr gut gefallen haben und sind dann nach Hamburg ins Studio gegangen und haben da unsere erste EP, die unter dem Namen Milliardenstadt erschienen ist, 2015 aufgenommen. Und sind mit der jetzt 2 Jahre getourt als von Welt, also seit 2015 bis jetzt 2017. Und wollten jetzt was Neues ausprobieren, soundtechnisch, und sind jetzt hier in Halle gelandet. Juli war stolz auf dich jetzt. Ein richtiger Juli-Chorus. Abheben. Doch alles, was bisher in diesem Dorf leben passiert ist, lässt sich an 2 Händen abzählen. Ich hab dich. Hey, ich bin Nico, spiele Gitarre und singe bei Von Welt. Uns gibt es jetzt 2 Jahre und jetzt sind wir gerade in unserem ersten Studioaufenthalt. Hier gerade die Hälfte Gitarren sind aufgenommen. Da sitzen, ausruhen und nichts tun. Und dann blickst du auf, deine Augen sehen irgendwie müde aus. Du wolltest immer schon raus, raus aus dem, was sie Leben nennen. Und dann blickst du auf, deine Augen sehen irgendwie müde aus. Du wolltest immer schon raus, raus aus dem, was sie Leben nennen. Raus aus dem, was sie Leben nennen. Raus aus dem, was sie Leben nennen. Jetzt steh ich hier und bin jung am Verderben, am alt werden, ohne zu sterben. Schon immer hatten wir zu viele Chancen, zu viel war möglich. Ich hab irgendwie kurz gepennt und dann spüre ich irgendwie Atem halt auf mir. Schon geil ist. Nehmen hier unser erstes Album auf. Wir haben ja schon eine EP rausgebracht, Milliardenstadt heißt die, mit 4 Liedern. Jetzt war es wirklich auch Zeit, dass wir mal ein bisschen mehr Material auf den Markt bringen. Gerade in den Anfangszeiten viele Songs entstanden und die sollten natürlich nicht nur irgendwie auf dem Laptop schlummern sollen, sondern die sollten auch raus an die Öffentlichkeit. Wir haben natürlich viel gespielt und haben uns dann irgendwann dafür entschieden, nicht gleich ein komplettes Album aufzunehmen, sondern eine EP. Wir haben uns 4 Songs rausgesucht, die wir für stark empfunden haben. Eigentlich wollte ich mich ausleben, wollte wegbleiben, mich von allem abheben. Doch was mir bleibt, sind ein Haus und 3 Kinder, die Flasche, um mein Schicksal zu lindern. Wahrscheinlich doch durchklingeln, wa? Oder halt auf die. Wenn man es auf die 4 macht, dann ist es beim Bass weit. Flasche, um mein Schicksal zu lindern. Also, geht jetzt nicht, aber das musste ich jetzt gerade editieren. Ich bin Patrick, ich spiele Schlagzeug bei Von Welt seit 2015. Ich bin 33 Jahre alt, der Opa der Band, wie manche sagen. Ohne zu sterben, schon immer hatten wir zu viele Chancen. Zu viel war möglich, sind uns selbst unterworfen. Eigentlich wollte ich mich ausleben, wollte wegbleiben, mich von allem abheben. Doch was mir bleibt, sind ein Haus und 3 Kinder, diese Flasche, um mein Schicksal zu lindern.
bin der Steffen, ich spiele Gitarre bei Von Welt und wie Patrick und Nikolai singe ich ab und zu noch so ein bisschen unterstützend für Nico. Raus aus dem, was sie Leben nennen. 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 Und dann blickst du auf, deine Augen sehen irgendwie müde aus. Du wolltest immer schon raus, raus aus dem, was sie Leben nennen. Und dann blickst du auf, deine Augen sehen irgendwie müde aus. Du wolltest immer schon raus, raus aus dem, was sie Leben nennen. Raus aus dem, was sie Leben nennen. Raus aus dem, was sie Leben nennen. Ich bin der Nikolai, ich spiele Bass und Keyboards bei Von Welt. Mensch, ist das kalt. Alles ist einfach so Feuer. Und einfach mein Atem. Und nicht nur dein Abenteuer. Danke, ein Spiel Call It's nehmen. Ich hatte es noch in der Hand. Kann aber alles verlieren. In der ewigen Stille. Das ist ja echt wie drücken mal so ein bisschen. Schick mich ein mit dem, was brennt. Von Welt gibt es seit 2015 offiziell. Wir waren davor allerdings schon 2 Jahre im Studio und haben an den Songs gearbeitet und Erscheinungsbild gearbeitet, an dem Konzept der stillen Konzerte gearbeitet. Also wir hatten 2 Jahre viel zu tun, bevor wir dann endlich öffentlich auf die Bühne sind. Zu Von Welt kam ich, bevor es Von Welt als Von Welt gab, 2013, als wir in den Vorbereitungen zu der Band steckten. Ja, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Wir saßen eines Abends wohl jeder mal zu Hause und wusste nicht, was mit seinem Leben anzufangen. Dann haben wir geswiped und fanden uns von Anfang an sympathisch. Und so kam es dann zu einem ersten Date. Und man hat gemerkt, man hat die gemeinsame Leidenschaft Musik. Steck mich an mit dem, was brennt. Lass mich verglühen wie ein Komet, der klimmt. Lösch mich aus, was ich bin. Nimm alles, was du willst. Lass mich verglühen wie ein Komet, der klimmt. Wenn alles verhallt. Was ich an Nikolai schätze, auch wenn es oftmals anstrengend ist, ist, dass er ein wahnsinnig lustiger Typ ist. Also wenn man irgendwo ist und will sich konzentrieren, ist Nikolai komplett fehl am Platz. Er bringt dann oftmals die Anspannung durcheinander, aber wenn man im Auto sitzt und irgendwie die Stimmung ins Unermessliche katapultiert mit irgendwelchen schlechten Witzen, dann denkt man ja, ist aber cool, dass er mit dabei ist und dass er oftmals auch uns daran erinnert, Dinge nicht so ernst zu sehen. Ich finde es wahnsinnig bewundernswert, wie manchmal Dinge an ihm vorbeigehen können, spurlos, und versuche mir auch ein Stück weit was abzuschneiden. Lösch mich aus, was ich bin. Nimm alles, was du willst. Lass mich verglühen wie ein Komet, der klimmt. Wir sind ja gar nicht so arg auseinander vom Alter her. Dennoch habe ich das Gefühl, dass bei uns schon so 2 Generationen aufeinander prallen, also zumindest bei ihm und mir. Also wir sind schon ein bisschen unterschiedlich von der Weltanschauung her und vom Lifestyle, sage ich mal. Das ist aber überhaupt nicht negativ gemeint, sondern das ist halt irgendwie cool, weil er damit halt nochmal eine andere Gruppe vielleicht anspricht im Bereich des Publikums, der Fans, die sich dann halt mit ihm identifizieren und andere eben mit anderen aus der Band. Er ist sehr schnell, vor allem mit schlechten Witzen. Mir fällt jetzt keiner ein, aber man kann davon ausgehen, dass ihm immer irgendein schlechtes Wortspiel einfällt. Das ist zur Auflockerung immer ganz gut. An mit dem, was brennt. Lass mich verglühen wie
bunte Hund, bisschen verrückt, bisschen durchgeknallt in seiner Denkweise manchmal und trotzdem auf eine liebenswerte Art. Immer da, wenn es was zu tun gibt, so ein Style-Mensch, der immer ein bisschen Äugchen dafür hat, dass wir gut aussehen, dass wir kleidungstechnisch auf dem aktuellen Stand sind. Das ist seine Aufgabe ein bisschen. Einfach nur im großen Raum. Ach so. Trotzdem knapp. Ah, das reicht schon. Außer es reicht, wenn es einfach nur in der Tür Das reicht schon in der Tür, ja. Ich bin wahrscheinlich der Grund dafür, dass Nico bald graue Haare hat. Ah, noch ein Stück kannst du? Tatsächlich. Und stopp. Wir machen jetzt mal einen Chor. Bei der Sendung mit der Maus. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. 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 Cool. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. 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 Das ist meine Oktave. Wir sind schon ganz schön tief, oder? Aber eine Oktave höher, vielleicht zu hoch? Weiß ich nicht. Wollen wir mal probieren? Ja. Oder halt nur die, die wollen. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. 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 Achso, ich hab besser trotzdem den Tonal hier schreien. Ja, das war jetzt so ein bisschen so mischen. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. 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 Steck mich an mit dem, was brennt. Lass mich verglühen wie ein Komet, der klimmt. Lösch mich aus, was ich bin. Nimm alles, was du willst. Lass mich verglühen wie ein Komet, der klimmt. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. 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 Mein Gott, wir haben. Kommt es immer wieder. Ihr müsst ein bisschen aufs Tempo achten. Da ist so ein Beat drunter. Sind wir schneller oder langsamer? Wir sind langsamer. Ich kann euch noch so ein bisschen Zeichen geben, dann seht ihr den Takt quasi. Das Okay. ist so. Ja, dann ist das Zeit. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. 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 Mein Gott, wir haben hier nichts
auch mit im Takt reingequetscht, obwohl das eigentlich erst in den anderen Takt kommt. Ich sing's euch mal vorher. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. Mein Gott, wir haben hier nichts mehr. Check mal. Also wir haben jetzt 14 Songs aufgenommen, von denen denke ich mal, alle aufs Album kommen. Und wenn nicht, haben wir halt noch 1, 2 Bonustracks. Für irgendeine Japan-Edition oder Südkorea-Edition. Von dem her 14 Songs haben wir jetzt mal eingetütet. Mir persönlich macht's nichts aus, wenn 14 Songs auf einem Album sind. Es darf auch ein bisschen länger sein. Darf nur nicht langweilig werden, aber das wird's euch bei dem Album nicht. Ich habe längst kapituliert. Weil es am meisten nach vorne geht und ja, die ganzen Gitarren eigentlich ganz cool sind. Und weil es auch Stellen hat, wo die ganze Band mal nur Gitarre oder nur ihr Instrument spielt und nicht gesungen wird. Und da können wir dann auch mal so richtig abrocken. Es gibt ja nicht mehrere, also die mir da besonders am Herz liegen. Also ich glaube, Zerstöre mich ist so ein Lied, mit dem können sich ziemlich alle von uns in der Band sehr gut identifizieren, weil jeder mal schon mal so ein Drama mitgemacht hat, vielleicht sogar gerade am Mitmachen ist. Wenn du mich kaputt machst, dann zerstöre mich schon ganz. Wenn du mich kaputt machst, mach so schnell wie du kannst. Wenn du mich kaputt machst. Soll denn das passiert sein? Verstehe ich überhaupt nicht. Die Platte hat einen weg. Kann man nicht mal die Files auf eine andere Platte kopieren und dann öffnen? Also wenn die Files so klingen, sind sie in der Regel im Arsch. Ey, das hatten wir noch nie sowas. Nee, das hatte ich auch noch nie. Momentan stehen auf unserem Klemmbrett, wo wir immer abhaken, was wir aufgenommen haben, wo übrigens seit heute die Gitarren abgehakt sind, 14 Lieder drauf. Ich hoffe, es schaffen alle aufs Album. Bin gespannt, ob vielleicht auch noch bis zur Veröffentlichung noch mal eins dazukommt, das wir dann noch schnell aufnehmen, weil wir es so gut finden. Dann entweder dann 15 draufkommen oder wieder eins runterfliegt. Das ist ja auch immer so eine Frage des Aufbaus und wie verhalten sich Glieder zueinander, aber momentan sind wir eigentlich total happy, überhaupt jetzt ein Lieder aufnehmen zu können, dass wir so viel Material haben. Und wenn ich mal vom Singen absehe, dann macht wahnsinnig viel Spaß, Zerstöre mich zu spielen, weil es endlich mal auch die Gitarristenfähigkeiten fordert. Also es ist ja oftmals so, als fauler Gitarrist, wie man so ist, setzt man sich nicht daheim hin und übt irgendwelche Skalen und so, sondern man hat halt ein Ziel, also da ist dieser Song da und man muss den live gut performen können und man übt den dann. Also live auf jeden Fall Zerstöre mich. Das macht einfach so Bock, dieses Riff zu spielen. Ich bin mit jedem einzelnen Lied gerade total glücklich. Wenn du mich kaputt machst, dann zerstöre mich schon ganz. Wenn du mich kaputt machst, mach so schnell wie du kannst. Wenn du mich kaputt machst, dann zerstöre mich komplett. Denn nur wenn wir am Boden sind, komm ich von dir weg. Das ist, glaube ich, so der schnellste und auch, sag mal, härteste. Jetzt nicht, weil ich mir wünsche, dass alle anderen auch so wären, sondern eben, weil das ist dann halt so ein Highlight. Der geht gut nach vorne, der geht gut ab. Und da haben wir sogar ein Lied, da könnte man sogar mal Circle Pit machen oder so, wer weiß. An alle, die uns irgendwann mal live sehen, macht Circle Pit bei Zerstöre mich. Was natürlich voraussetzt, dass wir mal so viele Leute vor der Bühne haben, was ich natürlich sehr hoffe. Siehst du, dann macht er nämlich noch extra. Dann spornt ihn das so an. Stinkst. Ich bin Christoph Wiczorek, ich bin Produzent der von Weltplatte und ich
wollte euch mal ganz kurz zeigen, was wir so für Gitarren benutzt haben, für alle Nerds unter euch, die quasi ein bisschen Bescheid wissen oder für alle, die sich überhaupt dafür interessieren oder auch nicht. Wir haben nämlich eine ganze Bataillon hier genommen für das Album, weil wir so viele verschiedene Gitarrensounds wollten. Die Jungs spielen ja quasi von Metal bis absolut clean und halb akustisch, alles was es so gibt. Ich fange mal mit denen an, die wir am wenigsten benutzt haben. Das waren nämlich diese Jaguar Fender Gitarren. Die sind zwar sehr schick, 70s Look, aber kam jetzt so oft nicht zum Einsatz. Ich glaube, die Jungs, spielt ihr die live oft? Haben wir. Also mittlerweile nicht mehr so. Weil ich glaube, sie nicht mehr so wirklich zum Sound passen. Aber fürs Studio, für ein paar Stellen war sie. Ja, für ein paar Liedsachen haben wir die schon benutzt. Das war so ein bisschen eigener Sound. Was aber tatsächlich sehr oft zum Einsatz kam, sind die Telecaster, vor allem die hier. Natürlich Fender Telecaster. Die haben natürlich den klassischen Telecaster-Sound und gerade für die rockigen und ja, die heavier Sachen, die wo es so ein bisschen schreien soll, ja, waren die richtig geil. Wenn es so ein bisschen cleaner werden sollte, hier Düsenberg, kann ich nur empfehlen. Mega Gitarre vom Nico hat er mitgebracht. Die waren natürlich perfekt für die ruhigen Sachen und aber auch für die Liedsachen haben wir die, glaube ich, benutzt. Einfach weil die so einen offenen Klang hat, ganz anders als eine E-Gitarre, eine normale E-Gitarre. Ganzes krasses Gegenteil ist dann hier diese gewesen. Das ist eine von eigentlich meine Lieblingsgitarre. Third Eye aus Frankreich, Bariton-Modell. Wenn das was sagt, hat einen längeren Hals und ist damit quasi ein bisschen besser für tiefe Tunings. Haben wir manchmal benutzt, um so einen Chorus ein bisschen fetter werden zu lassen, quasi als halbes Bassinstrument. Wir haben tatsächlich oft innerhalb der Songs die Gitarren oder die Parts mit unterschiedlichen Gitarren eingespielt. Welche hauptsächlich eigentlich benutzt wurde, war diese Gibson hier, auch eine von meinen. Eigentlich jetzt gar nicht so das teuerste Modell, aber die hat einen mega Klang. Aus Sumpfesche ist die, deshalb auch schön leicht. Und ja, natürlich die klassische Gibson noch. Schön warmer Klang, auch für Liedsachen, schön singende Leads und so. Mega Gitarre. Ja, und was haben wir hier noch? Die Washburn. Haben wir die eigentlich benutzt? Ja. Die Washburn hatten wir immer für so offene Sachen. Ich glaube, Tränenreich. Ja. Also 2-3 Mal, aber nicht sonderlich oft. Und das ist hier noch mal so eine Jaguar. Genau. Eigentlich ist es das schon fast gewesen. Genau. Kannst du uns mal eine Gitarre rauspicken, wo du ganz speziell ein Lied, wo dir zu einfällt, was auf dem Album landen wird? Also was war so ganz typisch Telecaster? Was war typisch Telecaster ist natürlich schwarz-schwarz-weiß. War die hier. Eigentlich kann man schon sagen. Hauptsächlich. Und dann hatten wir eher... Also für die modernen Sounds haben wir eigentlich häufig die benutzt. So Diebe zum Beispiel oder... was gibt's noch? Sag mal was hier. Was haben wir hier auf der Liste? Ich glaube, Zerstöre mich war so dieser Ami-Sound. Genau. Erzähl doch mal, was wir für Unendlichkeit benutzt haben. Ach du liebe Zeit. Keine Ahnung. Nee, Unendlichkeit, nicht die liebe Zeit. Nee, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, den müssen wir sogar live spielen. Da ist noch so ein Kreuz dran. Hi, wir sind gerade in Halle, nehmen unser erstes Album auf und Steffen hat auch ein bisschen was von zu Hause mitgebracht. Wir warten nicht, bis der Tag anbricht. Wie von Königen der Welt wird irgendwann von uns erzählt. Wir ziehen los, wir scheinen groß, können Sonnenstrahlen in den Schatten malen. Wir brechen die Zeit, gehen Lichtjahre weit. Wir richten ein Denkmal, das für immer bleibt. Die Zeichen der Zeit stehen auf Unendlichkeit. Wir schaffen die Hymne für alle Ewigkeit. Für alle Ewigkeit.
in die Unendlichkeit. Für alle Ewigkeit. Wir leben jetzt und bleiben immer, weil wir Geschichten schreiben, die länger als das Leben bleiben. Wir sind Anfang, wir sind Ende, wie Entdecker um die Welt kreisen wir am Himmelszelt. Wir brechen die Zeit, gehen Lichtjahre weit, wir errichten ein Denkmal, das für immer bleibt. Die Zeichen der Zeit stehen auf Unendlichkeit. Wir schaffen die Hunde für alle Ewigkeit, für alle Die Ausrichtung der Gegenstände ist genau wie Tonazistur. Ja, und hier die Kabeltrommel auch. Nicht berühren. Wir senden Lichtjahre von Welt, ein Feuerwerk durchs Himmelszelt, das Universum leuchtend hell. Wir senden Lichtjahre von Welt, für alle Ewigkeit, in die Unendlichkeit, für alle Ewigkeit. In die Unendlichkeit, wir senden Lichtjahre von Welt, ein Feuerwerk durchs Himmelszelt, das Universum leuchtend hell. Wir senden Lichtjahre von Welt, für alle Ewigkeit, in die Unendlichkeit. Aber jetzt sind wir total glücklich, dass wir hier sind in Halle. Halle, Sachsen-Anhalt, Halle an der Saale. Bei Sawdust Recordings, zu Deutsch Sägestaub. Jetzt momentan eher noch Baustaub, weil hier noch Baustelle ist. Das ist das Studio von Christoph und Peter. Das haben die neu gebaut.
Und wir sind total stolz, dass wir die erste Band sind, die jetzt hier diese heiligen Hallen einweihen darf. Als wir Christoph kennengelernt haben, war dann für uns auch klar, dass er hier das Album machen soll. Und dann war es uns auch egal, ob das jetzt in Halle ist oder sonst wo, weil wir Christoph absolut vertrauen und wir wirklich ein sehr gutes Gefühl haben, dass da was Anständiges bei rauskommt. Das ist schnell gemacht worden. Aber jetzt habe ich keine Nerven mehr. So, den noch, zweites Herz und Mit der Zeit. Sollten wir morgen schaffen. Gehe ich von aus. Ein zweites Herz noch reinhauen. Also als junge Band ohne großes Budget ist natürlich immer schwierig mit 4, 5, manchmal 6 anderen Leuten auf tatsächlich so engem Raum zusammenzuleben, weil wir haben einen kleinen Bus, wir schlafen nicht im Hotel, wir schlafen oft in einem Zimmer und es ist natürlich schön, zum einen, weil man sich auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt und man merkt schon, dass alle irgendwie gleich ticken und man darf da überhaupt keinerlei Berührungsängste haben, wenn man sowas macht. Irgendwann ist man tatsächlich an einem Punkt, da ist einem auch nichts mehr peinlich. Ein Beispiel, wir waren in Kassel, da hat es uns spontan hinverschlagen und hatten kein Zimmer für den Abend. Haben dann kurzfristig noch 2, 3, 4 Anfragen rausgehauen. Hey, wer hat was für uns heute Abend? Sind zu 4 unterwegs, brauchen ein Zimmer. Und dann kam tatsächlich eine Antwort. Wir sind zwar gerade nicht zu Hause, aber unser Nachbar hat einen Schlüssel. Kommt vorbei, ihr könnt bei uns im Haus pennen. Das hat mir eigentlich so die Hoffnung an die Menschheit wieder ein bisschen zurückgegeben, dass es tatsächlich noch Leute gibt, die blind vertrauen, die kennen uns nicht. Wir sind 4 Jungs, dazu noch eine Band, die ja oft ein bisschen einen chaotischen Ruf haben. Und dann zu sagen, packt euch bei uns in die Wohnung, das ist alles cool, das fand ich schon ein richtig krasses Erlebnis. Du fühlst etwas, siehst etwas, spürst etwas, das in dir lebt. Du ringst mit dir, weinst um dich, quälst dich um Richtung und Weg. Gleich noch ein. Jetzt ein Stück zu viel im Shot. Mach's lieber ein bisschen wieder so wie vorher. Sag, lebe, schrei für das Leben in dir. Das Leben in mir. Für das Leben schlägt das. Das Lied, das mich sicherlich am meisten berührt textlich oder am meisten beschäftigt hat, ist Zweites Herz. Obwohl ich tatsächlich lange gebraucht habe, bis ich es so interpretiert habe, wie Nico es tatsächlich gemeint hat. Das macht den Song schon wieder besonders, weil er hat mich tatsächlich zweimal berührt. Einmal, als ich es auf meine Art interpretiert habe und einmal, als ich dann tatsächlich verstanden habe, um was es im Text geht. Nämlich um die ungewollte Schwangerschaft, dass in dir was heranwächst, ein zweites Herz schlägt und du mit diesem zweiten Herz überlegst, zu leben oder nicht zu leben. Genauso können aber in dir 2 Herzen schlagen, die sich in 2 unterschiedliche Richtungen. Das wäre so meine erste Interpretation gewesen. Sag, lebe, schrei für das Leben in dir. Das Leben in mir. Für das Leben schlägt das Ich habe uns einfach nonverbal verstanden. Auf jeden Fall fand ich es jetzt gut. Passen wir mal schön auf, dass die Snares wieder schön knackig kommen. Also knackig im Sound. Und dann haben wir das.
Fender Twin. Ich glaube, am meisten freue ich mich tatsächlich auf zweites Herz, wegen des 6/8-Takts. Schlag laut, zweites Herz. Immer herzwärts. Schlag, lebe, schrei für das Leben in dir. Das Leben in mir. Für das Leben schlägt das Herz. Ich überlege mir natürlich oftmals, warum tut man sich das an, 4, 5, 6 Leute unter einen Hut zu bringen, mit denen einen Termin zu finden, dass man irgendwo hinfahren kann, ein Konzert spielen. Warum macht man nicht ein Solo-Projekt oder kommt mit seinem Laptop und legt irgendwie als DJ auf? Nee, das wäre nicht das Gleiche. Dann würde man allein im Auto sitzen. Und dann gibt es natürlich, wahrscheinlich ist es bei jedem von uns so mit der Zeit. Ich glaube, das ist von den Songs auf dem Album der am längsten schon auf dem Proberaumtisch liegt. Wir haben da jetzt knappe 4 Jahre an diesem Song immer wieder rumgearbeitet. Es gibt 3000 Versionen davon. Und ich glaube, die finale Version, die wir jetzt aufs Album gepackt haben, ist schon eine der stärksten. Weil ich dich verliere. Wir müssen raus hier, verschwinden. Aus dem Dschungel der Nacht den Ausweg finden. Mit der Zeit gehst du aus. Mit der Zeit gehst du aus. Mit der Zeit hörst du das Denken auf. 6 Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das Atmen auf. Geht die Luft langsam aus. Finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Soll ich mal rüberkommen oder brauchst du Ja. was? Zeit gehst du aus. Mit der Zeit gehst du aus. Mit der Zeit hörst du das Denken auf. 6 Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das Atmen auf. Geht die Luft langsam Den Akkord finde ich aus. tatsächlich ein bisschen komisch. Was? Den Akkord finde ich tatsächlich ein bisschen komisch, Welchen? oder? Welchen? Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das Atmen auf. Geht die Luft langsam aus. Ich habe mal überlegt, ob man die beiden tauscht. Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das Atmen auf. Geht die Luft langsam auf. Oh. Nee, nicht wirklich. Warte mal. Dann lass mal was ausprobieren. Zeit hörst du das Denken auf. 6 Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das auf. Der ist nicht. Der ist so irgendwie so charakterlos. Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das auf. Zeit hörst du das Denken. Naja, man erwartet ja, dass er ist, weil es beim ersten Mal auch kommt. Davon können wir erstmal ausgehen. Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das auf. Mit der Zeit gehst du aus. Mit der Zeit gehst du aus. Mit der Zeit hörst du das Denken auf. 6 Stunden gehen mit dir drauf. Mit der Zeit hörst du das Atmen auf. Geht die Luft langsam aus. Die Welt, der du glaubst, ist nur Illusion. Bitte hör nicht auf sie, denn sie ist ein Spion, der ich besser kenne als du. Siehst du das nicht? Durch den Filter strahlt alles in schönerem Licht. Geblendet. Ja, irgendwie passt das mit dem. Wo gehen wir da hin? Auf. Du
Ja, heute haben wir mit der Zeit gemacht. Da hat Christoph noch mal richtig was rausgeholt. Und das freut mich deshalb besonders auch, weil wir den schon ziemlich lange live spielen und es eben keine Aufnahme davon gab. Die anderen Lieder haben wir eher erst in jüngerer Zeit geschrieben und da sind aber auch ein paar richtige Pralinen dabei. Was sonst noch mein persönlicher Geschmack sehr trifft, ist ein Song, der heißt Bleiben. Aktuell noch Arbeitstitel, vielleicht wird er so bleiben. Weißt du, wie viel du mir eigentlich bedeutest? Und weißt du, wie viel Zeit ich vergeude? Weißt du, wie oft ich deine Entscheidung noch leugne? Und weißt du, wie sehr ich hoffe, dass ich träume? Könntest du einfach hier sein, weil ich langsam nicht mehr weiß, weil ich langsam erst begreif, dass hier nicht für immer bleibt. Es gibt noch Steffen in der Band, der Gitarre spielt. Steffen und ich haben uns dann in der Schule näher kennengelernt, dadurch, dass wir einfach wahnsinnig viele gemeinsame Interessen hatten. Und dann kam eben der Moment, als seine Bands sich alle aufgelöst hatten und Patrick und ich ihn dann angerufen haben. Also ich habe zu Patrick damals gesagt, du, ich kenne jemanden, der würde super in die Band passen. Steffen hat sich damals bereit erklärt, er würde Bass spielen, weil unser Bassist gerade ausgestiegen ist. Nachdem dann Nikolai recht viel später in die Band kam und er dann das Bassspielen übernommen hatte, ist dann Steffen zu dem Instrument, was er eigentlich ursprünglich gelernt hatte, gewechselt, nämlich Gitarre. Und das waren meine ersten Erfahrungen, mit 4 Leuten in der Band zu spielen, mit 2 Gitarren. Und mir persönlich erleichtert das wahnsinnig viel, dass da jemand anderer die ganzen Parts spielt, sodass ich mich nur noch auf Singen konzentrieren kann. Weil ich langsam nicht mehr weiß, weil ich langsam erst begreif, dass hier nicht. Was ich an Steffen sehr schätze, ist Ordnung und seine Disziplin. Steffen schafft es wirklich relativ gut, Pläne zusammenzustellen, an viele Sachen zu denken, die viele Leute manchmal vergessen. Er kocht unglaublich gut. Ich glaube, das kann man mal wirklich hervorheben. Das ist relativ gut für uns, weil sonst würden wir nur von McDonald's leben. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ich weiß, es ist schwer, sich zu entscheiden. Aber schau doch mal, wie schön es wäre. Wir könnten hier bleiben. Ich weiß, es ist schwer, sich zu entscheiden. Aber schau doch mal, wie schön es wäre. Wir könnten hier bleiben. Manchmal versucht er uns hier das vegane Zeug aufzudrücken, aber das wird dann immer erfolgreich oder oft erfolgreich abgeschmettert, vor allem von mir. Ich habe gelernt durch die letzten 10 Jahre, dass es nicht darauf ankommt, ob jetzt jemand virtuos ist an seinem Instrument. Das ist eher sogar gar nicht dienlich für die Band. Also man braucht nicht den besten Gitarristen, besten Schlagzeuger, besten Bassisten, den besten Sänger einer Band, sondern die Band lebt dadurch, dass die Band natürlich zusammen spielen kann. Das ist natürlich schon wichtig, aber noch viel mehr lebt die Band davon, dass man sich untereinander versteht und das Ganze nicht nur als Projekt sieht. Und das war mir eigentlich klar, dass das bei Steffen der Fall ist und dass Steffen und Patrick sich wahrscheinlich auch sehr gut verstehen und dass diese Konstellation passt. Dass ich nicht für immer bleib. Jetzt springt er, Achtung.
Orchidee. Du bist auch in 10 Minuten da. Wollen wir jetzt anfangen? Ja. Peter ist ein Kollege, kannten wir vorher nicht. Also wir haben nur Christoph kennengelernt, der unsere Demos quasi schon mitkreiert hat. Und Peter hat er uns dann so vorgestellt als seinen Studioassistenten, aber dass es so ein witziger Kerl ist, hätten wir nicht gedacht. Also der hier so die Stimmung aufwertet. Mit seinem trockenen Humor, mit seinen Sprüchen, die er bringt und oftmals auch für sein doch recht junges Alter ein paar Lebensweisheiten, die er so immer raushaut. Klar, der Hals ist auch gewellt. Das spielt sich auch super geil. Aber das Gefühl, die klingt nicht richtig. Also, die klingt. Aber die klingt so wie abgestoppt. Als hätte ich meine Hand so ein bisschen drauf. Wesentlich tiefer als die andere, ne? Ja, trotzdem. Ja, eben, deswegen könnte ja daran liegen. Achso, von der Lage her? Oder vom Tuning? Nee, also, oder was willst du machen? Was meinst du mit tiefer jetzt? Das Tuning tiefer oder Die diese Lage? Ja, finde ich nämlich auch. Vielleicht können wir die noch einen kleinen Zacken hoch machen. Ja, klar, ja. Willst du das mal machen, Steffen? Du bist ja der Guitar Hero. Es ist so witzig, dass dieser Potty auf dem Potty ist. Das ist so wie, wir hatten keinen Platz für mehr Potties, da haben wir einfach Potties auf Potties geschraubt. So als hättest du so eine Trommel mit einer Trommel drauf. Sie hat jetzt keinen Platz am Set. Du musst halt einfach von oben und unten spielen. Was ich bei Schlagzeugern immer witzig finde, ist, wenn die so Müllbecken haben, wo so Zeug übereinander, so Stacks, oder wie das heißt. So mehrere Lagen über. Ja. Und dann macht es einfach nur Ich nenne es immer Müll, weil es klingt immer wie Müll. Die haben dann irgendwas da hängen, mal so, das macht so ein komisches Geräusch einfach. Das klingt gar nicht wirklich nach, klingt auch wie Müll. Brauchst du Licht? Guck mal, ich kann hier hinten Licht Das anmachen. schon gereicht haben, wie kann man das bleckern? Und Peter habe ich auch erst hier kennengelernt. Peter ist ein super cooler Typ. Wir haben mega viel Spaß mit ihm, weil er irgendwie die ganze Zeit so trockene Kommentare bringt. Und was man, glaube ich, auch sagen darf, was bitte nicht falsch verstanden wird, ist, dass er so ein bisschen sechselt und es ist halt einfach sauwitzig. Ich muss noch mal gucken, ob dann die Tonalität noch passt von der Seite. Viel besser. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Ihn die Zigarette, ihn das Handy und ihn der Hunger. Nicht mehr so festgehalten, oder? Mit dem Abschied kam das Warten auf einen Tag, der niemals kommt. Wir spielten alle unsere Karten. Zum Schluss hat keiner was gewonnen. Wir sind jetzt eine Woche hier und fühlt sich schon an wie eine kleine Ewigkeit. Wir sind hier gerade auf dem Weg schon wieder zum Essen. Wenn es nach unserem Sänger ging, wären wir den ganzen Tag am Essen. Aber so ist er nun mal und wir müssen das mitziehen. Auf Frühstück folgt Mittagessen innerhalb von kürzester Zeit. Danach gibt es Kuchen, 4 Uhr Tee, Abendessen, Nachtmahl, Mitternachtssnack, Schlafen, Frühstück. Guten Tag, wir sind ja heute in Halle. Ne? Wir machen hier eine Recording-Session sozusagen, nehmen das Album auf. Bei Sawdust Recording, ne? Hier, also Sägemehl, Aufnahmen. Treppen haben sie ja auch schon erfunden. Laufen wir gerade runter. Wir gehen jetzt mal was zum Mittagessen. Ne? Hier irgendwie
Ist schön hier. Ein bisschen trostlos, aber es ist auch so genug. Von dem her, das passt. Die depressive Stimmung. Es wird ein tolles Album, ne? Lebensbejahend. Toll wird das, toll. Ne? Hier nur wieder so komische Texte. Wo eigentlich keiner mehr drauf Bock hat, aber leben will ja auch keiner. Dann hören sich das Album noch an kurz vorher. Toll. 1000 Tage hochgeflogen, 1000 Tage tief gefallen. Eine federdunkle Tinte, ziehen eins an diese Zeile. 50 Briefe, 100 Verse und ein kleines Kerzenlicht schreien den Abschied in die Fluten. Ich vergesse dich nicht. Wie Sie sehen, spielt bei Silly neuerdings Boromir mit. Links unten. Der hält aber nur die ersten 15 Minuten durch, denn er sticht in irgendeinen scheiß Ort. Wie die Brandung nie zerbricht, wie ein Feuer, das erlischt. Tränenreich, ins Tränenreich. Und mit dem Regen ging das alte Leben. Tränenreich, ins Tränenreich. Wie die Brandung nie zerbricht, wie ein Feuer, das erlischt. Tränenreich, ins Tränenreich. Patrick, wie fühlt man sich, wenn man von einem Drumcomputer ersetzt wird? Ey, ich habe noch nie so geil gespielt. Hammer Sound. Muss nicht stimmen. Richtig cool. Ja, ich fand es auch sehr angenehm, mit dem Schlagzeug zusammen zu spielen. Muss ich schon sagen, ja. Ich schätze relativ viel bei Patrick. Zum einen mal natürlich seine Erfahrung aufgrund seines hohen Alters. Da ist er einfach uns ein paar Jahre voraus und ist auch ganz gut so, weil er manchmal Tipps hat, irgendwie die einem halt auch weiterhelfen. Gerade am Anfang, als ich in die Band kam und noch ein bisschen jünger war das ganz cool. Das wäre jetzt eine Variante, die weniger auffällt. Lass mal hören, kurz. Wann vergeht die kalte Jahreszeit? Ich dachte, wir hätten noch Jahre Zeit. Bin gefangen im Eiskalt. Wollte ich ein paar, 2, 3 Schläge, um den Rhythmus reinzufinden. Menschlich würde ich sagen, ist Patrick so der Fels in der Brandung. Das heißt, egal was passiert, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen, während wir anderen schon irgendwie hysterisch im Kreis rennen und fragen, oh nein, wie sollen wir jetzt mit irgendeiner Situation umgehen, kann man davon ausgehen, dass er genüsslich an seinem Zigarillo zieht und erstmal die Dinge auf sich zukommen lässt. Besondere Eigenschaften von Patrick sind sicherlich seine unglaubliche handwerkliche Fertigkeit. Der kann uns alles machen. Also der baut ja alles. Dem kannst du ein Stück Holz geben und er baut dir ein Auto aus Metall. Das ist der Tipp. Also was Handwerkssachen angeht, unglaublich. Was ich nicht so an ihm schätze, ist, dass wenn wir zu zweit sind, ich relativ um den Alkohol kämpfen muss, damit ich auch was abbekomme. Du warst Frühling, du warst Sommer, nach unserem Glück, da kam der Kummer, mit ihm der Herbst und dann der Winter. Wenn man weiß, man hat so einen Schlagzeuger wie Patrick hinter sich sitzen, auf den man sich absolut verlassen kann, weil er jeden Break genauso spielt, wie er ihn immer spielt. Und als Sänger ist das ja einfach Wahnsinn, wie er das durchzieht. Und das lernt man dann eben erst zu schätzen, wenn man ein paar Jahre zusammen gespielt hat. Deswegen würde ich es nicht mehr missen wollen, mit ihm Musik zu machen. Wir können uns echt darauf verlassen, dass er das Lied durchhämmert bis zum bitteren Ende. Das wird irgendwie, keine Ahnung, hier irgendwie das Lied verschoben ist oder so. Und ich denke, da brennt jetzt aber.
Patrick spielt durch. Das ist diese Woche. Patrick, Steffen und ich haben auch zu jedem Song eine Alternativversion vom Text her gebastelt. Die gibt es dann auf der Mallorca-Edition vom Album. Also je nachdem, wie man halt gerade Bock hat. Wenn man Bock hat abzugehen, dann sicherlich Zerstöre mich und Diebe. Schwarz-Schwarz-Weiß passt da noch gut rein und Eiszeit. Aber auch die ruhigeren Songs haben ihre Momente auf der Bühne. Von dem her eigentlich das ganze Album. Eiszeit ist ein Favorit geworden, weil mir da auch die Gesangslinie sehr, sehr gut gefällt. Ich dachte, wir hätten noch Jahre Zeit. Bin gefallen im Eiskleid. Kannst du den Film der Löwenszene drehen? Das, mein Sohn, das Dunkle am Horizont. Christoph hatte ich schon ein bisschen Mailkontakt, weil der ja der hat teilweise Vorproduktion gemacht. Und ich kann zugeben, ich hatte sehr große Ehrfurcht vor ihm, weil er in einer Mega-Band spielt und singt. Und soweit ich weiß, da auch die Lieder schreibt. Und weil er eben diese Vorproduktion schon so krass produziert hat, dass ich dachte, ja, was sollen wir denn da noch im Studio machen? Der Eindruck ist jetzt auf jeden Fall, er ist ein mega lieber Kerl, macht mega Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Super cool ist halt, dass er auch Gitarrist ist und dass man sich mit ihm unterhalten kann, wie soll ich sowas spielen und so. Und er hat eine ganz andere Herangehensweise als andere Produzenten, die ich bisher getroffen habe. Also er hat irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen weniger Voodoo im Spiel, sondern eher eben das Ergebnis ist, was zählt, egal wie man da hinkommt. Und dann ist es egal, ob jetzt der Gitarrensound digital ist oder vom Amp oder wie lang das Kabel ist, das dazwischen drin steckt und so weiter. Sondern es muss gut klingen. Was mir besonders am Herzen liegt, ist Verschwende deine Jugend, weil es darum auch geht, was wir hier so machen. Also da wird so ein bisschen unser Lebensentwurf besungen, für den wir in unserer Familie und im Freundeskreis auch ziemlich viel Verständnis erwarten müssen. Und in dem Lied drücken wir aus, dass wir da ziemlich dankbar dafür sind, dass es halt toleriert wird, was wir hier machen, dass wir halt einfach mal ein paar Wochen nicht zu Hause sind oder eben zu Hause sind und gleich wieder gehen und man halt irgendwie von daheim nichts mitkriegt. Und ja, in dem Lied geht es halt darum, dass wir auch mal da uns dafür bedanken wollen. Und deswegen jetzt gefragt, welcher Song mir besonders am Herzen liegt, wollte ich jetzt eben Verschwende deine Jugend sagen. Jeder hat so diese Jugendklicke aus seiner früheren Jugendzeit, mit denen er vielleicht gewisse Dinge verbindet, die heute nicht mehr so sind, Freunde, die man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Vielleicht jetzt nicht gerade diese Autounfallszene, aber einfach die Tatsache, dass man Freunde schon jahrelang nicht mehr gesehen hat. Wussten nicht, wohin mit der Zeit, nicht zu schätzen gewusst. Haben sie uns selbst genommen, unsere Freiheit. Wo ist Gott? Wenn es irgendwo irgendeinen gibt, warum lässt er das geschehen? Wenn er das von oben alles sieht. Anders ist es da zum Beispiel bei einem Lied wie Verschwende deine Jugend. Da wird quasi auch dieses Thema aufgegriffen, dass ein kurzer Moment gestreckt wird, also quasi dieser Autounfall, um den es geht. Aber man hat dann quasi solche Rückblenden auf Jugendmomente, erzählt eine Geschichte über die Personen, die im Auto sitzen. Es gibt auf dem Album recht wenig, dass so eine richtige Geschichte erzählt wird. Oftmals sind es Emotionen. Aber das gefällt mir, sticht bei dem Song besonders hervor, dass der Zuhörer mitgenommen wird auf so eine Reise. Keine Sekunde nimmst du mit. Chris litt unter Depression. Wir sahen ihn nur selten. Dann kam der Alkohol. Keiner konnte ihm helfen. Ich war jahrelang auf Tour, für die Kunst gelebt. Viel zu oft daran verzweifelt, nicht bemerkt, was mir entgeht. Sehr gerne spiele ich Verschwende deine Jugend. Der Song macht einfach Spaß, ist etwas länger als die anderen.
kann sich schön lange über einen langen Zeitraum reinfühlen. Der macht richtig Spaß. Lachen über die Geschichten, mit denen alles begann. Haben viel zu erzählen, was bei jedem so geht. Ich schaue zurück, doch dann ist es zu spät. Verschwende deine Jugend, keine Sekunde, komm zurück. In einem Bruchteil von Sekunden verbrennt dein letzter Augenblick. Verschwende deine Jugend, denn sie kommt nicht zurück. Worte können bleiben, doch keine Sekunde nimmst du mit. Kannst du den Film nochmal machen mit dem am Ende? Der Schmerz schlägt mir die Augen auf. Menschen kommen näher, vertraute Worte, Gedanken rasen, Dauerlauf, dunkle Wolken schließen die Himmelspforte. Bin ich noch am Leben? Ich wünsche mir, ich wär's nicht. Hab die Schuld auf mir von jedem, doch steh als einziger von uns nicht vor dem jüngsten Gericht. Bilder brennen sich ein, bleiben dort für immer kleben. Ich werde uns niemals vergessen, solange ich lebe. Okay, das war jetzt hier. Wo haben wir das noch? Verschwende deine Jugend, denn sie kommt nicht zurück. Worte können bleiben, doch keine Sekunde nimmst du mit. Doch keine Sekunde nimmst du mit. Worte können bleiben, doch keine Sekunde nimmst du mit. Ich wusste gerade nicht, dass es Mensch, ich kam ja noch doppelt. Das Gas ist gerade. Ich finde, das ist der beste Take ever. Bin ich live? Ja, du bist live. Ich bearbeite hier gerade noch Instagram-Bilder. Eigentlich sollte ja Gesang stattfinden, aber Christoph ist gerade abgehauen. Ich wollte heute hier noch 2 Lieder einsingen. Aber hier schaffen wir nur noch 1. Wie viel hast du bisher schon eingesungen? Heute? Oder insgesamt? Generell? 8 Stück. Heute haben wir wirklich eine große Last geschafft, zweites Herz eingesungen. Haben wir heute Morgen gemacht, ich weiß schon immer. Wie wird morgen gesungen? Verschwende deine Jugend. Ach ja, genau, verschwende deine Jugend. Und das machen wir wahrscheinlich noch Vorkriegskinder, so richtig ein bisschen schreien. Und erzähl mal, warum macht ihr jetzt Vorkriegskinder? Hat das einen bestimmten Grund? Brauchst du da eine besonders sanfte Stimme? So, geht gleich los. Wir werden mal hören, ob es cool klingt. Durch gut die Drums auf eurem Album. Das war fett. Ja. Also besser als so wird es dann auch nicht, glaube ich. Vorkriegskinder ist natürlich für mich auch noch ein relativ wichtiger Song aus politischer Sicht, weil ich der Meinung bin, wir stehen gerade wirklich vor einem Dritten Weltkrieg, beziehungsweise vor einer Situation, die in eine solche verlaufen könnte. Und deswegen ist es für mich auch ein ziemlich wichtiger Song.
Nico diese Taste links und du nimmst den Mülleimer. Also das was die Snare war noch. Das war der Mülleimer, ne? Ja, kaputter geht ja nicht, also machen wir weiter. Also das macht so Spaß, wa? Das ist immer das, was du immer so bei großen Bands mit Produktion siehst du das immer und denkst dir, so was mal machen wäre geil. Geil, das bringt was, das ist irgendwie geil, das ist nicht hier immer der mit Strams VSD, Preset 5. Und selbst wenn es noch ein Mülleimer ist aus der Küche, der ist leider kaputt ist. Naja. Mein Hund stirbt gerade durch dieses ganze Getrommel. Wir sind Vorkriegskinder, fahren mit Vollgas an die Wand, laufen wie Sand durch unsere eigene Hand. Vorkriegskinder, fahren mit Vollgas an die Wand, laufen wie Sand durch unsere eigene Hand. Ein noch, der allererste war zufällig. Nicht wir zum Kelch, der Kelch kommt zum Trog. Ohne Jagdinstinkt, haben Angst vor jedem Tod, laufen planlos im Kreis. Ohne Perspektive, immer höher, immer schneller, der Fluch großer Ziele. Keiner weiß, wie lange das noch geht. Wann kommt das Schlimmste, das bevorsteht? Alle warten auf irgendwas. Ist das die Apokalypse oder Apokalypse-Hass? Wir sind Vorkriegskinder, fahren mit Vollgas an die Wand, laufen wie Sand durch unsere eigene Hand. Vorkriegskinder, fahren mit Vollgas an die Wand, laufen wie Sand durch unsere eigene Hand. Wir sind Vorkriegskinder, fahren mit Vollgas an die Wand, laufen wie Sand durch unsere eigene Hand. Vorkriegskinder, fahren mit Vollgas an die Wand. So schon mal schon geschnitten. Ich auch, aber ich habe eine halbe Stunde für irgendwie 2 Sekunden gebraucht. Ich habe mein Deutschleben ja geschnitten. Ja, auch wie schon. Das heißt, hier setzt sich das in die Taktstriche. Das ist quasi noch 40 hier. Das war einer der ersten Songs, die überhaupt entstanden sind. Das war eigentlich auch der erste Song, der mit Christoph zusammen entstanden ist. Wir hatten damals vielleicht 3 Nummern, wo wir gesagt haben, die sind gut, das wären Albumkandidaten. Und wir haben dann angefangen zu schreiben. Und dann ist diese Hammernummer entstanden, gleich am ersten Tag. Und jeder wusste, okay, das wird nicht nur ein Albumkandidat, sondern das ist wahrscheinlich auch
die Single, die als erstes oder zweitens rauskommen wird. Das wird maßgebend für den Sound der Band sein, wo es hingehen soll, und der Song, der darf auf keinen Fall fehlen. Ich laufe durch die Straßen, laufe durch die Nacht. Die Müdigkeit, sie hat mich um den Schlaf gebracht. Was ich an meinen Bandmitgliedern im Allgemeinen schätze, ist, dass wir trotzdem ganz unterschiedliche Charaktere sind. Wir haben zum einen Nico, der zwar oft keinen Feierabend findet, uns dadurch aber auch immer wieder antreibt, Neues zu machen, mehr zu machen und nach vorne zu gehen. Sonst wäre das sicherlich vieles nicht so. Schwarz, schwarz ist die Nacht, schwarz, schwarz ist der Tag, schwarz, schwarz ist mein Leben, doch schwarz scheint die Sonne auch mal wieder. Weiß, weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß, 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 alles wird weiß, schwarz, weiß sind die Tage, weiß wird es erst, wenn ich es ertrage. Ohne die Hummeln in seinem Hintern und ohne seine Motivation und ohne auch mal seine Ansagen und seine Arschtritte wären wir jetzt nicht an dem Punkt, wo wir sind. Das kann man ganz klar so sagen. Ich glaube, keiner von uns anderen drei hätte teilweise die Motivation so hochhalten können und die Anspannung so hochhalten können und wirklich sich selbst und den anderen so dermaßen in den Arsch treten können, dass wir wirklich immer weitermachen. Wir waren, glaube ich, öfter mal an einem Punkt, wo wir überlegt haben, macht das jetzt gerade noch Sinn? Ist es die Zeit und das Geld und die ganzen Investitionen wert? Und Nico war eigentlich immer der das gar nicht wirklich in Frage gestellt hat, sondern uns immer zu weiteren Leistungen angepeitscht haben. Und ich glaube, dass wir hier sind und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, so ein Album aufzunehmen und zu touren, das ist zum größten Teil ihm zu verdanken. Es gibt den Weg ins Licht. Leite mich. Es gibt den Weg ins Licht. Und man könnte ihn als, ich weiß nicht, visionär vielleicht bezeichnen. Also Nico hat immer ziemlich krasse Ideen, wo man erst immer denkt, oh, jetzt schon wieder, das ist aber anstrengend und das funktioniert nicht, aber er hat halt ein solches Durchhaltevermögen, dass er halt Unmögliches irgendwie möglich macht. Das hat er jetzt schon ein paar Mal bewiesen und das ist auf jeden Fall eine seiner großen Stärken. Für alles andere sind andere Leute zuständig. Also er ist erst einmal die Vision und wenn es dann darum geht, Moment mal, da musst du aber das und das bedenken, das machen vielleicht wir. Aber er lässt sich nicht so schnell von irgendwas abbringen. Ganz wichtig. Jetzt unbedingt noch rein. Ich wollte dich die Welt sehen. Das war die erste Idee. Ja. Eigentlich wollte ich die Welt sehen. Nachts von zu Hause weg und abheben. Hat die Hand das eingespielt oder? Ja, ich glaube, ja. Hast du überhaupt nicht mehr ein Soundgewand rein, ja? Verdammt, was mach ich hier um diese Zeit an diesem Ort? Nur 4, 5 arme Seelen ziehen im Dunkeln fort. Es gibt keinen Weg ins Licht, es gibt keinen Weg zurück. Nur den einen in das Licht und den finde ich nicht. Schwarz, schwarz ist die Nacht. Schwarz, schwarz ist der Tag. Schwarz, schwarz ist mein Leben. Doch schwarz scheint die Sonne auch mal wieder. Weiß, weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß. Weiß, weiß, alles wird weiß. Schwarz, weiß sind die Tage. Weiß wird es erst, wenn ich es ertrage.
erwartest du von dem Album? Dass ich endlich fertig werde hier. Am besten gar nichts erwarten, da wird man auch nicht enttäuscht. So. Ich erwarte, dass ich mir das irgendwann mal anhöre und mich freue, und es klingt. Oder? Ja. Das glaube ich auch. Also ich habe noch nie ein Album, was ich mir gerne danach angehört, also vielleicht mal 4 Wochen oder so, aber dann willst du es eigentlich nicht mehr hören. Kannst du deine eigene Musik hören? Ja. Ja? Aber ich höre halt sowieso selten Musik, weil ich so jeden Tag immer Musik höre. Nee, ich kann das schon machen. Das Schlimmste ist momentan, wo ich neue Songs schreiben muss, für das neue Album, wenn ich mir jetzt das letzte Album anhöre, kriege ich ein ganz komisches Gefühl von wegen... Du kannst es nicht toppen? Wie soll ich das nochmal machen? Mhm. So, wie habe ich das gemacht? Ja. Aber das liegt daran, dass man natürlich sich was anhört innerhalb einer Dreiviertelstunde oder einer halben Stunde oder was auch immer, wie lange das Album ist, wo du aber Jahre oder Monate dran gesessen hast. Und du denkst dann, du müsstest das jetzt irgendwie übermorgen genauso nochmal schaffen. Das geht natürlich nicht, das ist ja ein übelster Prozess. Und bei mir ist dann eher so, dass ich weiß schon, dass ich das bis übermorgen nicht schaffe, aber ich sehe dann auch den Berg. Das war ja ein richtiger Berg Arbeit, der das war. Also das sind ja auch, ja, also selber manche Ideen haben ja die einzelnen Leute mitgebracht auch, die du dann... Ja. Das ist unglaublich, wie viel Arbeit in so einem Album steckt und die meisten wissen das gar nicht zu schätzen. Beziehungsweise können sich das einfach nicht vorstellen. Also, man kann sich das ja selber nicht mehr vorstellen, wenn man es am Ende hört. Man denkt ja, oh, jetzt noch nicht so viel. Das ist echt krass. Ich finde halt, dass man mit Musik Emotionen und Gefühle nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ausdrücken kann. Und insbesondere eben auf der Bühne. Wer mich kennt, der weiß, dass hier, sag ich mal, der trockenere Typ bin. Und manche sind dann ganz erstaunt, wow, was geht mit dir ab, wenn du auf der Bühne stehst. Und das ist dann eben für mich so eine Möglichkeit, eben Emotionen auszudrücken. Dazu kommt eben, dass Musik machen wie in einer Band ist eben nicht anders nicht möglich. Also niemand, der zu Hause Gitarre spielt, kann dieses Gefühl kriegen, wie es halt ist, wenn halt 4 Leute, wir sind ja nur zu 4, ne? Also wenn 4 Leute zusammen Musik machen und da entsteht halt was. Also wir haben mal gesagt, was macht eigentlich eine Band aus? Eine Band ist so mehr als die Summe ihrer Teile. Und das ist das, was mich antreibt. Und dass man dazu dann noch jemandem was Gutes tun kann, der sich das anhören kann, das ist dann auf jeden Fall das Sahnehäubchen. Also wenn halt Leute dann noch vor der Bühne stehen und das feiern oder uns Nachrichten schreiben, dass irgendwie die Texte sie berührt haben oder sonst irgendwas, das ist dann halt mega. Musik gibt mir eine gewisse Freiheit, das machen zu können, was aus dem tiefsten Innern kommt. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich als kleiner Junge immer gesagt habe, ich will Sänger werden. Und irgendwann merkt man dann, dass dieses Ziel, tatsächlich vor Leuten zu spielen, immer näher kommt. Dass manchmal auch Dinge, die man sich eigentlich nicht mal zu träumen mag, Realität werden. Sicherlich die Momente auf der Bühne, live zu spielen, vor Publikum, das dann im besten Fall auch noch so abgeht. Das Adrenalin, das man da irgendwie ausschüttet und die Hormone, ich glaube, da gibt es nicht viel, was dem gleich kommt. Also, das ist ein unbeschreiblich geiles Gefühl eigentlich. Dann gehört sicher auch das Reisen dazu. Wir waren jetzt in Ländern, in denen ich wahrscheinlich sonst, die ich
ich hatte ich nicht mal auf der Karte eigentlich. Und da haben wir schon so viel erlebt. Wir sind, glaube ich, in den letzten paar Jahren zu so einer Einheit verschmolzen. Das ist einzigartig. Also ich glaube, eigentlich sind wir sowas wie eine zweite Familie. Kann ich sagen, was ich denke, in meinen tiefsten Fantasien. Ich würde sie dir gerne schenken und mit dir alles ausprobieren. Ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich spiele seit Kindesbein an Schlagzeug, habe das ganz traditionell gelernt im Dorf mit Musikverein und so weiter. Bin damit groß geworden und habe das über meine Familie mitgekriegt und es stand nie zur Debatte, das irgendwann zu lassen, egal in welcher Form. Ich werde immer Musik machen. Dass sich das natürlich jetzt so intensiv entwickelt hat, wie wir es jetzt gerade betreiben, konnte ich mir natürlich vor 5, 6, 7 Jahren noch nicht vorstellen. Es ist schon schwierig, das so zu leben, auch wenn viele immer denken, Musiker sein, das ist irgendwie ein Traumjob und man macht den ganzen Tag nichts, man schläft erstmal aus und fängt mittags an zu arbeiten, dann aber nur bis 5 und dann ist wieder gut. So ist natürlich nicht, es ist schon harte Arbeit, es ist viel Arbeit. Man muss gucken, wo man bleibt, aber es macht unglaublich viel Spaß. Man lernt wahnsinnig viele Leute kennen, sehr nette Leute, kriegt viele Kontakte, erlebt unglaublich viel und hat was zu erzählen. Wenn ich irgendwann mit meinen Enkeln auf dem Schoß auf einer Bank sitze, auf einer Parkbank sitze und kann ihnen davon erzählen, dann war es eigentlich schon wert. Egal, ob es letzten Endes Erfolg hat oder ob es keinen Erfolg hat, ist die Erfahrung, die zählt. Unwichtig, ich glaub's ja gar nicht. Was ist unwichtig? Also Wasser gemischt ist er, ja. Aber deiner stand ja nicht da. Den Bass, den haben wir auch nur aus Gründen der Faulheit, weil wir den anderen nicht ausprobiert haben, benutzt. So. Jetzt fehlt noch Asche aufs Haupt. Du meinst, hier sind wir, Wir waren hier. So, hier geht die Platte. Hier muss ich sie nicht formatieren, um sie zu benutzen. Ich muss nicht alle meine Daten verlieren. So sinnlos. Ja, wenn ich jetzt ein normaler User wäre, ja? So normal formatieren, ja. Müsste ich jetzt meine Festplatte formatieren. 2 Terabyte Daten. Backups, irgendwelche Dinger, die dann für immer weg sind. Nein, steckt sie kurz an weg. Da geht sie, dann steckt man sie wieder ans Windows und dann geht sie auch. Nee, Alter, wenn du das 4K-Material, 1 Minute 4 Gigabyte. 4K Tofu. Kannst du jedes Molekül sehen vom Tofu. Sieht man quasi die Sojasprossen. Sprosseln. Mir fehlt aber noch Rumstrom, kann ich das nicht. Mach dich weg mit deinem Schal, Künstlerschal. Künstlersozialkassenschal.
viel Mühen und Schweiß kostet, die ganzen Verhandlungen, welches Lied jetzt letztendlich draufkommt. Und man muss auch sich jeden Tag irgendwie behaupten gegen das Management. Man hat unterschiedliche Vorstellungen, auch oftmals zwischen den Bandmitgliedern. Aber es lohnt sich dann am Ende. Und wir sitzen jetzt nicht hier umsonst. Hier haben wir unseren Wunschproduzenten mit an Bord und freuen uns auf eine coole Platte. Und ich freue mich wirklich, dass die dann 2018 rauskommt.